Einen schönen Donnerstag wünsche ich allen. Ja, heute ist der 9.7.2020. Es ist jetzt 9:02 Uhr. Ja, da kommen wir mal zum Zitat. Das kommt von Edward Heath. Von 1916 bis 2005 hat der gute Mann gelebt. Der war von 1970 bis 1974 britische Premierminister. Der ist also heute vor 104 Jahren geboren, der gute Mann. Und nun ist die Tat, vor Fehlern ist niemand sicher. Das Kunststück besteht darin, denselben Fehler nicht zweimal zu machen. Dieses Zitat kennen wir in abgewandelter Form schon von Konfuzius. Aber gut, steht jetzt hier nicht. Ist ja auch nicht schlimm, wenn das hier ein anderer Armer gestohlen hat. Also der Konfuzius ist ja schon 1000 Jahre tot. So, Kärtchen, nicht viel drauf heute. Also es gibt ja hier Professoren für diesen Gender- oder Gender-Geschichte, ja, ein Genderfach. Aber es will niemand studieren. Es haben wir hier 63 Studenten, Professoren für dieses Fach. Und die langweilen sich, weil dieses Land Balla, nicht? Dann, es ist wieder mal ein Lied aufgefallen. Ja, ein altes Volkslied, komme so. Ein schlafendes Mädel am Ufer ich fand. Ja, darum geht es in ohne Strom um eine, ja, Vergewaltigung eines Mädchens. Das Lied ist so alt, weiß gar niemand mehr, wann das überhaupt aufgekommen ist. Aber jetzt muss verboten werden. Es tut mir leid, wie bekloppt dieses Land hier eigentlich langsam geworden ist. Dank Einfluss links und grün und was auch immer. Ja, es tut mir leid. Und ich sage es immer wieder, in diesem Land wird viel zu wenig hinterfragt. Ich hoffe nur, die Leute auf der Volksfeste, die singen dieses Lied trotzdem. Ja, weil man kann sich ja sein Kulturgut nicht einfach wegnehmen lassen. Das ist genau wie der Mohrenkopf. Ja, bei mir heißt es nicht Schaumkuss oder wie das ja heute genannt wird. Bei mir ist es ein Negerkuss. Fertig. Ja, und tut euch eure Enkel und Kinder und Urenkelchen beibringen, dass das Negerkuss heißt. Ich finde da nichts dabei. Das ist doch alles Schwachsinn heutzutage. Dann habe ich mir mal überlegt, ob ich ein neues Konzept machen will. Ich verliere also jeden Tag hier an Zuschauern. Vorgestern waren es 19% und gestern waren es 17%. Also gestern hatte ich wieder 4 Aufrufe. Davon waren 2 von mir. Das ist einfach nicht genug. Ja, auch für mich ist das nicht befriedigend. Ja, ich hatte so auf 10 bis 15 am Tag gehofft. Und wer denn einen Tipp hatte mal für mich, was ich denn ändern könnte, was vielleicht vernünftig wäre. Da unten, ich sage es immer wieder, gibt es eine Zeile, da könnt ihr hinschreiben. Ja, Kritik, Lob, Daumen hoch, Daumen runter, Abos setzen, was auch immer. Jede Kritik ist willkommen, ich beiß da niemand oder ich reiß da niemand den Kopf ab. Beiße sowieso schwierig bei meinem Gebiss. Gut, das war jetzt das. Das Sketchen, wie gesagt, hat heute nicht viel hergegeben. Dann kommen wir mal zu der Wikipedia-Hauptseite. Ja, da ist jetzt niemand so gestorben, den wir jetzt unbedingt kennen. Alex Pallin, 32, australischer Snowboarder. Vielleicht kennt ihn ja jemand.
Und der William Wolf ist 93, war ein deutsch-britischer Journalist und Rabbiner. Die meisten Menschen sehen nur eine Kopie des Braunschweiger Löwen. Ist ohne schon gewusst, wird es geführt. Ja, das Original, weiß ich nicht, wo es abgeblieben ist. Ich habe es leider nicht durchgelesen. Lydie Beckhoff wurde immer wieder nach § 175 Reichsstrafgesetzbuch verurteilt. Das war dieser homosexuellen Paragraph. Ja, so war das halt früher. Und dann niemand sank tiefer als Victor Fesco. Ich hatte vorher, als ich das erste Mal durchgelesen habe, habe ich gelesen, sang. Aber der sank ja hier, also ist gesunken. Das ist immer. Gut, also 1775, an diesem Tag, in der Schlacht von Monongahela, fügen die Kämpfer aus Frankreich und Indianer den britischen Truppen eine deutliche Niederlage zu. Ja, das war ja da im Norden der USA und der Grenze Kanadas, war ja damals eine erbitterte Schlacht zwischen Franzosen und Briten. Und jeder hat natürlich die Indianer für sich versucht zu vereinnahmen. Und das ist ja meistens auch gelungen. Und im Endeffekt haben die Indianer mit runtergelassener Hose da gestanden und haben mit dem Rohr ins Gebirge geguckt. Aber gut, das war wieder abgeschweift. Ja. Ja, ansonsten ist auch hier nichts heute, was jetzt so interessant wäre. Ich kann euch noch ans Herz legen, dass der Artikel des Tages, ja, der Zachary Taylor, geboren 24. November 1784. Das war der insgesamt schon 12. Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, der hat also ja nur ein Jahr amtiert, lese ich gerade hier. Ja, und der wurde zweiter Präsident, der während seiner Amtszeit verstarb. Ich glaube, der erste wurde Washington. Und ja, vielleicht, wenn es euch interessiert, könnt ihr es ja mal durchgucken. Ich habe jetzt heute mal eine neue Rubrik, aber es heißt Rubrik, eine neue Zeitung aufgemacht. Und zwar der Spiegel, der ist ja der Gegenspieler von Fokus oder umgekehrt. Der Spiegel war ja eher da. Und hier lese ich natürlich wieder was mich wieder auf die Palme bringt. Zahl der deutschen Dollarmillionäre steigt weiter. Ja, wie das im Lied von Frank Zander heißt, die Reichen werden immer reichen, den Armen nimmt man das letzte Hemd. Ach gut, aber am Ende dieses Jahres könnte die Bilanz honest aussehen. Ja, die tut mir jetzt schon leid, ehrlich. Dann haben wir natürlich, ist auch hier der Ministerpräsident vertreten. Ja, der Anstieg von Corona-Infektionen in Talsau ist stark angestiegen nach dem Trump seinem Wahlkampfauftritt. Der wird es einfach nicht schaffen, das in den Griff zu kriegen, weil er das ja verleugnet. Das ist ja genau wie der Herr Bolsonaro, der Verrückte da vom Amazonas. Der hat sich ja infiziert mittlerweile. Ist aber immer noch kräftig am Händeschütteln und ohne Mund-Nasenschutz
ja, in der Gegend rumzurennen. Und Mexiko meldet auch Höchstwerte bei Infektionen und Todesfällen. Ja, die stehen jetzt also erst am Anfang von der Corona-Gelumpe. Aber die Verwaltungsmitarbeiter dürfen in die Tenniswerke zurückkehren. Tja, müssen ja aber schaffen, nicht? So, und dann gehen wir mal zum Fokus, was der uns heute zu bieten hat. Mit überraschender EU-Rede teilt Angela Merkel klatschende Ohrfeige an Orban aus. Ich schätze mal, den Herr Orban wird es an feuchte Kehricht interessieren, was unsere Kanzlerin über ihn sagt. Das muss man mal so sehen. Gut, ist ein Bau, aber man sieht, er hat sein Land im Griff. Alles wie bei uns, wir haben, also unsere Politiker haben das Land nicht mehr im Griff, das sieht man jeden Tag wieder. Dann kommt hier der Verrückte vom Busbus. Da sind ja nur Verrückte unterwegs, sehe ich gerade. Jetzt greift Erdogan der Türkei auch nach der letzten Bastion der Unabhängigkeit. Ja, das heißt, die wollen also Justizreform machen, die sie so hinbiegen können, wie es für sie denn da richtig ist. Und ich hoffe nur, dieser Mann tritt bald ab. Also tritt nicht zurück, sondern geht dann allen irdischen Ganges, ja, den wir Menschen alle mal gehen müssen oder alles leben. Mhm. Ja, gut. Deutsche Welle hat heute hier nichts. Naja, hier kommt reich sein, ist einfach immer schön. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn einer reich ist. Und irgendwie hat er sich schon zusammen ergaunert oder ererbt oder was auch immer. Nicht? Aber es ist schon also mortals auf dem Rücken von der kleinen Leute zusammengerafft. Das ist wie früher die Raubritter. Wir hatten letztens in dem Zitat, der Mensch ist ein Säugetier. Einer saugt den anderen aus. Nicht? Aber gut, das war jetzt das. Also, dann sind wir NTV. Das Beste ist der Rubrik, wer Thiago beim FC Bayern ersetzen kann. Jo, das weiß ich nicht. Das steht hier auch nicht in. Und müsste man eventuell, wenn es euch interessiert, die Seite aufrufen. Dann haben wir die Schweden. Nicht? Die Schweden werden falsch verstanden. Ja. Ja, wenn euch das interessiert, das handelt natürlich auch von Corona. Nicht? Ja, dann haben wir ja vor 30 Jahren war ja das WM-Finale damals in Rom. Und die Argentinier tun ja heute noch hadern mit dem Foul vom Matthäus. Ich meine 30 Jahre. Gott. Soll sich halt anstrengen, können sie nächstes oder übernächstes Jahr, wenn das wieder ist, wieder ins Finale kommen. So. Aha. Kriminelle plauderten offen über Mordpläne. Folterzellen in Container hat die Polizei dann gefunden. Das ist schon. Die Polizei hat die verschlüsselte Verbindungen gehackt.
USA zählen 3 Millionen Corona-Fälle. Die Frauenquote ist ein gutes Geschäft, sagt die CDU. Na gut. Dann kommt hier was ich hier wieder gar nicht nachvollziehen kann. Argentinien muss man töten, um zu siegen. Der Vize-Weltmeister bittet Betrug. Naja. Heute Sinnetage gezeigt, das hatten wir gestern schon. Gut, da können wir mal zur Unterhaltung. Die Naya Rivera wird nach Bootsausflug vermisst. Ich weiß nicht, wer die Dame ist, aber der 4-jährige Sohn wurde allein aufgefunden. Der Kevin Panewitz, Ex-Profi-Kicker, macht bei Trash-Show mit. Wir leben im intoleranten Klima, sagt die J.K. Rowling und unterschreibt offenen Briefen zurecht für einen Wirbel. Oh ja, gut. So nahe stehen sich Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell. Das ist ja angeklagt im Epstein-Prozess. Oder also Epstein Vertraute. Naja, gut. Usain Bolt verrät skurrilen Babynamen und zeigt Fotos. Seine Tochter ist im Mai zur Welt gekommen. Naja, das ist jetzt hier auch alles nur noch. Naja, gut. Sorry, was ist das Sommerloch? Dann hier in der Regional wird ein bisschen deutliche Kritik an der Kfz-Zulassungsstelle in Friedberg laut. Die Autohändler wollen also keine Namen von sich in der Zeitung haben, aber deutliche Kritik wird halt hinter den Kulissen geübt. Naja, gut. Dann haben hier Vandale eine Statue des Sonnengottes Apollo auf dem Planetenweg in Bad Nauheim beschädigt. Die Sonnenkugel liegt nun im Gras neben Apollo. Es soll ja alles nur Beschwerde, weil, na gut, das war auch, das schon wieder, wir sind schon durch, das ging ja heute wirklich schnell. Hier haben wir noch einmal die Online, die Startseite, und zwar Unfall beim Fischen, Olympionik, tot mit 32. Gut, das soll es dann gewesen sein für heute. Ich hatte es ja schon erwähnt, ich wollte vorher dann noch mal was anderes probieren. Und zwar werde ich nur noch das Kärtchen abhandeln und das Zitat und dann eventuell mir einen Artikel vornehmen, zu dem ich meine Meinung äußere. Das wird natürlich anfangs ein bisschen, ja, stockend geschehen, sage ich mal, bis ich da ein bisschen drin bin in der Geschichte. Aber ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Wie gesagt, ich muss irgendwas ändern, weil mein Zuspruch hier, der ist wirklich nicht exorbitant. Jetzt will ich euch nicht, die das hier regelmäßig gucken, ja, die will ich gar nicht vergraulen oder was. Ich habe euch gern, das wisst ihr. Nur, wie gesagt, ich muss da ein bisschen was ändern, damit wir den Spaß nicht verlieren an der Sache. So, jetzt sind wir bei 20 Minuten, das ist auch okay.
Ja, und sage ich immer, Servus, Arrivederci, goodbye, so long, macht's gut, bis morgen, bleibt mal gesund, bis morgen, tschüss.